Der Horst. Ich werde heute Kuchen backen, Pizza backen und werde euch mal zeigen, wer hinter dem Horst steckt und dass sich jetzt auch gerade ein bisschen gelogen hat. Wenn dich das interessiert, dann bleib sehr gerne dran. Und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Fan4Van. Mein Name ist Markus und heute bin ich unter ganz besonderen Umständen mit euch zusammen connected, denn wir sind am Fan4Van Wintercamp Festival. Das bedeutet, ich bin hier umgeben von ca. 200 gleichgesinnten Wahnsinnigen wie ich und wir verbringen ein wunderschönes Wochenende am Schliersee. Und jetzt habe ich mir die Gelegenheit gleich am Schopf gepackt. Ihr habt den Kuchen schon gesehen, denn ich habe heute den Gewinner von Campfire der Ideen bei mir, den Fabian. Den werde ich euch gleich vorstellen. Und ich präsentiere euch heute mal seine neueste Erfindung, mit der er durch die Höhle der Löwen bei uns in der Campingbranche erster Platz gemacht hat. Und deswegen ganz kurz zur Gliederung. Ich stelle euch am Anfang natürlich gleich mal den Fabi vor und wir wollen mal ein bisschen gucken, was steckt so dahinter, wie lange hat er gebraucht und holen uns mal ein paar Informationen, wie er überhaupt auf diese Idee gekommen ist. Danach, da schauen wir uns mal ein paar Produktspezifikationen an, wie schwer ist das Ganze, was kostet all das. Dann will ich natürlich das Ganze in der Praxis ausprobieren und wir wollen mal zusammen eine Pizza backen. Und zu guter Letzt wie immer mein Fazit. Und damit würde ich sagen, nicht mehr lange gebabbelt, wir fangen sofort an und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei diesem Video. Und hier ist er jetzt, der Fabian. Herzlich willkommen hier am Schliersee. Schon mal Wahnsinn, dass du den Weg Danke für die Einladung. Du hast gewonnen, Campfire der Ideen. Wenn es euch übrigens interessiert, dazu gibt es ein eigenes Video, was hat es damit auf sich. Aber so kurz zusammengefasst kann man sagen, das war die Höhle der Löwen für uns Camper, ne? Ja. Und du hast den ersten Platz gemacht. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Ja, danke dir. Jetzt wollen wir aber erstmal darüber reden, wie bist du denn auf die Idee gekommen, hier einen neuen Ofen zu bauen, bevor wir gleich reden, was es überhaupt ist. Wie kam es denn dazu? Was hat dich bewegt? Ja, tatsächlich, ich mache unheimlich gerne selbstgemachte Pizza und ja, bei den bestehenden Backofenlösungen hat mir das immer nicht zugesagt und für mich muss eine Pizza ganz normal rund sein, kein Loch in der Mitte haben und ja, am besten so funktionieren wie zu Hause auch im Backofen oder in einem Pizzaofen. Und genau, das war der Hauptgrund. Darf ich fragen, wie lange hast du gebraucht, bis du von der Idee zum Produkt gekommen bist? Ja, das waren so ungefähr 1,5 Jahre, halt nicht durchgehende Entwicklungszeit, aber immer mal wieder, wo man dann gucken musste, ja, das funktioniert so noch nicht. Die ersten Prototypen, die habe ich einmal benutzt und dann ja, habe ich sie nicht mehr auseinanderbekommen oder wieder zusammengesteckt bekommen. Genau, und bis dann das Ganze dann irgendwann fertig war, waren es so ungefähr 1,5 Jahre. Da hatte ich den ersten funktionierenden Prototypen. Gab es einen Moment, wo du das ganze Zeug an die Wand geschmissen hast und gesagt hast, so eine ich mache das nie wieder? Ja, definitiv. Solche Momente gibt es immer wieder mal. Und als du dann beim Campen keine Pizza mehr, sondern nur noch Eintopf hattest, hast du gesagt, nee, komm, jetzt mache ich wieder weiter? Oder so wie? in etwa, ja. Okay. Tatsächlich ist es immer... Es kommen immer wieder neue Herausforderungen und ich glaube, das kennt jeder, der sich so mit sowas selbstständig macht oder so. Es kommen immer wieder unerwartete neue Herausforderungen dazu und es ist immer spannend und manchmal ist man auch echt am Überlegen, warum macht man das Ganze überhaupt, aber ja. Bist du gelernter Campingofenbauer oder darf ich dich fragen, was du beruflich eigentlich machst? Ja, natürlich. Hast du diesen Campingberuf noch nie gehört? Nee, also natürlich. Natürlich. Nein, ich bin Maschinenbautechniker oder habe einen Maschinenbautechniker gemacht und arbeite eigentlich in der Qualitätssicherung. Und dann ist das auf alle Fälle gutes Zeug, wenn das durch deine Finger kommt am Ende, oder? Ja, du tatsächlich. Weißt, ich bin eher so der 100%ige und okay. wenn ich was mache, dann richtig und das muss auch richtig funktionieren. Ja, dann freue ich mich auch sehr hochwertig sein und genau, das habe ich, glaube ich, ganz gut geschafft. Perfekte Überleitung, würde ich sagen. Dann kommen wir direkt zu unserem nächsten Punkt und wir schauen uns mal den Horst im Detail an. Ja, dann erklär uns doch mal dieses hübsche Ding. Was hat es denn damit auf sich? Ich überreiche dir das mal und du erklärst uns mal alles, was man so wissen muss. Bitte schön. Also, das gute Stück heißt Horst und Horst ist ein Campingbackofen, den man einfach auf seinen Campingkocher draufstellen kann. Das heißt, Entschuldigung, wenn ich dich jetzt schon mal unterbreche, das heißt, wir könnten jetzt auch diese Situation im Camper haben auf dem Gasherd? Ja, genau. Das ist egal, ob man jetzt hier so einen Kocher wie diesen hier hat, ob es ein versenktes Kochfeld ist, ein Kartuschenkocher. Also der passt auf nahezu jeden Campingkocher. Außer er wird zu klein, dann funktioniert es nicht mehr. Nur bei mir ist wieder schwierig, weil ich natürlich elektrisch unterwegs bin. Induktion funktioniert genau, nicht, das richtig? Funktioniert leider nicht. Okay. Aber genau, auf jeden
Campingkocher, der mit Gas betrieben ist, funktioniert das auf jeden Fall. Wir kommen ja gleich nochmal auf die verschiedenen Kochformen, was ich alles damit machen kann. Ich habe dich unterbrochen, Entschuldigung, mach gerne weiter. Ja, kein Problem. Und zwar haben wir, wie gesagt, einen Backofen, der einen großen Garraum hat. Wir haben 26 x 26 cm. Dadurch passt da auch eine Tiefkühlpizza rein. Nur um sich das mal so von der Größe vorstellen zu können. Sind die genormt oder wie? Oder? Ja, mittlerweile gibt es auch so riesige, Ja. aber diese normalen, ja, die passen eigentlich rein. Okay. Die sind im Normalfall 24 cm und dadurch verstehe. passt das wirklich Okay. perfekt. Ja, ja. Genau. Wir hängen einfach vorne den Deckel ein und schon haben wir hier so einen geschlossenen Garraum. Und darf ich da fragen, also nur durch dieses ganz dünne Material kriege ich trotzdem diese Hitze hin? Ja, definitiv. Also mit dem richtigen Campingkocher kriegen wir da ohne Probleme über 300 Grad rein. Über 300 Grad? Über 300 Grad. Brauche ich ja bei der Pizza gar nicht, ne? 180 glaube ich steht immer drauf, ich weiß gar nicht genau. Ja, es kommt ein bisschen auf die Pizza drauf an. Okay. Also selbstgemachte Pizza mache ich meistens so bei 260, 270 Grad. Ah, doch. Okay. Genau, und das funktioniert dann wunderbar. Okay. Genau, aber wenn man Kuchen backen will, damit liegt man ja eigentlich immer unter 200 Grad oder Brötchen aufbacken bei 200 Grad. Das reicht dann vollkommen aus. Also Kann ich nur backen, weil wir reden jetzt nur vom Backen, oder kann ich mir zur Not auch mal schnell einen Würstel grillen? auch das geht, denn das Ganze ist nicht nur ein Backofen. Wir haben ein einfaches Stecksystem. Dadurch ist das Ganze auch innerhalb von einer Minute aufgebaut oder auch abgebaut. Und durch dieses einfache System können wir das Ganze im Handumdrehen einfach umbauen. Okay. Wir nehmen einfach das Dach ab, nehmen den Grillrost noch raus natürlich, drehen den Deckel einfach um 180 Grad um. Holzkohle unten reingelegt. Ach, das geht dann auch Und mit Holzkohle, jetzt kapiere ich. Ich Grillrost brauche gar oben nicht drauf. nur Gas, ich kann das mit Genau. Holzkohle machen. Genau. Aber Ja, auch wunderbar. Halt nicht im Camper natürlich. Das, also Ja, muss und man auch nicht eigentlich auf dem dazu sagen. Campingkocher. Genau, das machen wir natürlich draußen, ist völlig klar. Aber das, okay, Genau. das ist ja dann... Und ohne den Grillrost hätten wir sogar noch diese kleine Feuerschale. Und meine Marshmallow-Geschichte, Genau. ihr kennt mich. Okay, hervorragend. Und ja, wir haben hier halt eine Bodenplatte drin, die so in der Mitte geschlossen ist, Ja. und die seitlichen Öffnungen hat. Dadurch kriegen wir diesen Umlufteffekt hin über das Dach, was man im Backofen braucht. Das Ganze können wir aber auch noch umbauen zu einem Gasgrill. Dafür brauchen wir dann aber eine andere Bodenplatte. Ja. Hast du hier? Die habe ich, glaube ich, in der Sollen wir da Tasche mal drin. gucken? Genau, da können wir mal gerne reingucken. Oh, warte mal, wenn wir sind ja immer noch bei den Spezifikationen. So ist der Grill zusammengepackt. Genau, wir haben noch 6 cm Aufbauhöhe, wenn der richtig gestapelt ist und lässt sich dadurch super platzsparend verstauen. Können wir da reinfilmen? Ich habe heute nämlich das ganz große Glück, das habe ich noch gar nicht erwähnt, das ist was ganz Besonderes für mich. Ich filme heute gar nicht selber wie sonst, sondern heute ist mal wieder die Katrin mit dabei und die hilft mir. Und damit geht mir das ganz locker über die Hand. An der Stelle, Katrin, vielen Dank. Also, ihr seht hier rein. Genau. Und da zauber ich sie jetzt einfach mal raus. Okay. Und schon haben wir die Gasgrill-Bodenplatte in der Hand. Die wurde natürlich schon benutzt, weil das ist auch mein Ofen, den ich ja immer super. benutze. Ist ja super. Genau. Und da wird jetzt einfach nur die Bodenplatte ausgetauscht. Ja. Und dann haben wir diese vielen Öffnungen. Dadurch kriegen wir direkt die Hitze von unten. Und dann können wir mit unserem Campingkocher grillen. Krass. Der Grillrost wird dafür dann einfach in die untere Lage reingelegt. Ja. Wie gesagt, mit der anderen Bodenplatte und haben unseren Gasgrill. Nochmal dabei. kurz für mich zusammengefasst. Ich kann also auf Gas backen. Ich kann auf Holzkohle grillen. Ich kann als Feuerschale meine Marshmallows machen. Und ich kann auf Gas grillen. Genau. Also 4 in einem. 4 in einem, genau. Hervorragend. Und das Ganze ist natürlich noch platzsparend. Platzsparend, wenn wir über Platz reden, noch eine Frage Gewicht. Wir haben 4,5 Kilo. 4,5 Kilo. Genau, das Ganze ist aus Edelstahl hergestellt. Ja. Dadurch sehr robust, langlebig, leicht zu reinigen. Zu Hause kann es dann theoretisch auch in den Geschirrspüler gestellt werden. Ist für manche vielleicht sehr interessant. Ja, definitiv. Bist du damit schon im Verkauf? Ich bin damit schon im Verkauf, ja. Genau. Darf ich, also das ist natürlich jetzt das Allerwichtigste, was kostet mich denn so ein Backofen? Was kostet mich so ein Kuchen? Genau. Der Kuchen ist wahrscheinlich günstiger, aber Ja. der Backofen dafür, der kostet 249 €. Okay. Da hat man dann die Grundausstattung, sage ich mal, mit dem Backofen, dem Holzkohlegrill und der Feuerschale. Und sowas wie eine Tasche, die Gasgrillbodenplatte, das kommt alles on top. Je nachdem, was man... Aber du mit hast dem wahrscheinlich eine Ganzen, Webseite, machen. oder? Und Genau, da ich kann habe man eine sich das Homepage. konfigurieren? Genau, da kann man dann gucken, was es alles gibt und was man dafür alles braucht. Und Okay, ja super. Du, Spezifikationen, dann sind wir eigentlich soweit durch oder müssen wir noch was wissen? Ich glaube, das war's.
Endlich. Denn jetzt kommen wir zur Praxis und wir dürfen jetzt mal eine Pizza machen. Wir haben ja das große Glück, ich habe es eingangs schon gesagt, wir sind ja auf einem Wintercamping-Festival und wir haben das große Glück, dass wir hier hinten eine ganz reizende Familie haben, die uns gerade Pizza machen. Und von denen klauen wir uns jetzt mal ein paar Rohlinge und dann fangen wir mal an, oder? Genau. Halt! Bevor wir aber anfangen, eins haben wir noch vergessen. Wie lange brauche ich denn für den Aufbau? Nicht mal 1 Minute. Nicht mal 1 Minute? Genau. Wow. Also wenn ich mir Zeit lasse, kriege ich genau 1 Minute hin. Ja, genau. Ich habe das heute schon erleben dürfen. Das würde ich dann versuchen, einfach noch mal einzuspielen. Wir machen das natürlich auch noch mal, dass wir das zusammenbauen. Und wir mopsen uns jetzt mal ein Rohling und dann gehen wir in den Praxistest. Bis gleich. Okay, jetzt hast du ausgepackt. Dann würde ich sagen, legen wir los. Auf die Plätze, fertig, los. So, 58, ja, läuft. Das Prinzip kenne ich ja vom anderen Grill, den ich sehr gerne hernehme, muss ich zugeben. Wie ist denn das? Hast du jetzt automatisch das... Ne, ich will dich jetzt nicht unterbrechen, aber ich hätte jetzt schon mal mit den falschen Teilen angefangen natürlich. Aber da gibt es mit Sicherheit ganz viel Erklärungsmaterial dazu, ne? Aber ich will dich jetzt nicht stören. Wir müssen die Minute schaffen. Also zuerst die Seitenwände, dann unten im Boden. Genau. Ohne Druck zu machen, wir sind jetzt bei 30 Sekunden. Deckel und Thermometer. Okay, wir sind bei 10 Sekunden. War gelogen. Ne, wir sind bei 20 Sekunden. Das sieht echt safe aus. Mach das nicht so cool. Tu wenigstens so, als hättest du Stress. Ja, doch, ich muss den Grillrost noch aus der Tasche holen. Ah, der Grillrost aus der Tasche. Du hast jetzt tatsächlich noch 10 Sekunden. Oh, jetzt wird's knapp. 6, 5, 4, 3. Wie cool er das macht. Es ist genau 1 Minute. Das ist ja Wahnsinn. Komm, da hast du noch lang für geübt, oder? Also schau mal, wir haben ja das große Glück. Road Kitchen Bulli sind heute hier, die Jessie. Und die ist so lieb und gibt uns den Rohling, weil ihr catert uns ja hier richtig. Vom Britschenwagen. Was haben wir denn hier? Ein T2, oder? Ne, T3 ist das. T3 Britschenbulli. Das heißt, wir haben hier einen Rohling. Da gehen wir doch gleich mal ran, oder? Genau. Ach, den hast du. Oh, du bist ja da. Oh, das sieht aber geil sehr gut aus. aus. Okay, sehr Perfekt. Magst du es gleich da drauf machen? gut. Macht Sinn, oder? Warum nicht? Okay. Definitiv. Wir haben ja alles hier. Ich habe schon mal alles vorbereitet. Perfekt. Wählst ein ganz kleines bisschen. Ja, das ist gut. Jessie, ich habe hier Tomatensoße vorbereitet, richtig? Ja, richtig. Ja. Ist da was Besonderes an der Tomatensoße? Außer Tomate? Es ist einfach eine frische Tomate, die keine Bitterstoffe erzeugt. Ernsthaft? Ja, weil wow. die, ja, es ist eine Polpa, nennt man es in Italien. Eine Polpa nennt man das? Genau. Ja, das, Das wusste reicht ich schon. nicht. Ist gut? Ja, das reicht schon, ist viel zu viel. Ich will ja, dass die Leute mitkriegen, dass ich ein Koch bin, weil ich kann hervorragend kochen. Die Leute, die mich gucken, wissen, dass ich keine Ahnung vom Kochen habe. Aber deswegen muss ich das nutzen, wenn ich hier mal ein bisschen was lernen darf. Reicht das so, Jessie? Ja, schaut doch echt gut aus. Ich finde auch. Perfekt. Dann, ihr könnt euch überlegen, ob ihr das Basilikum davor oder danach drauf macht. Das machen wir danach drauf, würde ich sagen. Jo, Ja, dann also nach dem Backmeister, ne? Ja. Ja, das machen wir nach. Darf ich noch eine scharfe Salami nehmen? Ja, na klar. Oh, geil. Die sieht so gut aus hier. Schau mal. Das ist eine italienische Spinata. Okay, dann nehme ich 2. Das sieht sonst auch zu wenig aus. Ja, viel zu wenig. So, eigentlich brauchen wir nicht mehr, oder? Nein. Das ist schon perfekt. Holen wir uns später. Hey, dann sage ich vielen Dank. Entschuldigung, dass ich euch so überfallen habe. Aber ich sag mal, wenn ich euch schon da habe, dann muss man das ja nutzen. Ja, absolut. Ich blende mal den Instagram-Kanal ein. Ich glaube, das ist die beste Kontaktmöglichkeit, Ja, oder? absolut. Perfekt. Deswegen, ich sag vielen Dank. Achso, wir machen so. Ja, wir machen so. Ich sag vielen Dank und wir kommen nachher mit dem Ergebnis. Euch viel Spaß. Pass auf, dass die Pizza nicht verbrennt, gell? Ja. Okay. Nee, das ist deine Verantwortung. Achso, ich dachte deine. Nein. Oh, okay, Also, wir haben jetzt geschaut, dass wir auf 260 Grad kommen. Was, Ja. by the way, so wie lange hat das jetzt gedauert? 5 bis maximal 10 Minuten, ne? Genau. Okay. Das ist schon, und wir sind ja im Freien draußen und wir sind im Winter hier unterwegs. Ich würde jetzt die Zeit stoppen. Wir haben die Pizza. Wir haben jetzt ein bisschen kleinere Pizza als normal. Wir könnten deutlich größer werden. Ich bin bereit und ich drücke jetzt mal auf die Stoppuhr, oder? Ja, und ich schmeiß die Pizza rein. Du schmeißt die Pizza rein. Ist ja alles noch relativ einfach, gell? Mega. Deckel vor. Ja. Wir sind sogar ein bisschen drüber. Wir sind sogar bei 270 jetzt, oder? Ja. Mega. So, jetzt. Okay. Was meinst du, wie lange wird es dauern? So um die 5-6 Minuten, würde ich sagen. Keine Angst. Wir schneiden das und sehen uns gleich wieder zur fertigen Pizza. Also wir sind jetzt so gleich bei 3 Minuten und du meinst, bei 3 Minuten sollten wir die Pizza nochmal um 180 Grad drehen, oder? Genau. Okay, dann Hinten hat man immer ein bisschen mehr Hitze als vorne. Okay. Deswegen ist es immer nicht verkehrt, wenn man dann
Das Ganze einfach einmal Wow, die sieht ja schon mega um aus. 180 Grad dreht. So. Ja, ich würde sagen 3 Minuten noch, 2-3 Minuten. Und dann Wir sind jetzt gerade bei 3 Minuten 16. Also ganz ehrlich, wenn das Ganze so aufgeht, wie ich mir das gerade vorstelle, dann weiß ich jetzt, wie ich der Held des Campingplatzes werde. 6 Minuten 19 und wir gucken mal, was die Pizza geworden ist. Ich habe in der Zwischenzeit noch ein bisschen Liebe für uns besorgt. sehr gut. Ja. Ich würde sagen, das sieht schon sehr gut Wow, aus. schau mal. Und wenn wir das jetzt hier noch mit drauflegen, unfassbar. Warte mal, ich muss das Blatt noch schön garnieren. Hey, wie geil ist hast das du prima denn? gemacht. Danke, danke. Ja. An mir ist ein großartiger Koch verloren gegangen. Das ist die Pizza und ich würde sagen, ich schneide uns... Oh, allein der Teig ist ja schon Wahnsinn. Hey, da muss man aber auch Jessie und Flo ein riesen Kompliment machen. Gell? Wenn man natürlich so ein gutes Rohmaterial hat, dann ist das Ganz ja klare Wahnsinn, Sache. oder? Ich traue mich noch gar nicht reinzubeißen, weil es so heiß ist. Ja, sieht auf jeden Fall sehr, sehr warm aus. Das sind genau die Sachen, die vor der Kamera nicht passieren sollten. Und mit vollem Mund spricht man natürlich auch nicht. Ich hoffe, sie schmeckt dir. Das ist ein Wahnsinn. Ich bin dabei, ohne das Fazit jetzt verraten zu wollen. Ich würde sagen, wir verteilen die jetzt hier noch an die Gäste. Definitiv. Und dann kommen wir zu unserem persönlichen Fazit. Also der Magen ist voll, die Sonne scheint. Eigentlich die besten Voraussetzungen für ein Fazit. Bevor wir dazu kommen, Fabi, wir können ja noch ganz viel mehr damit machen. Genau. Ich würde sagen, wenn euch das interessiert, dann schreibt bitte gerne in die Kommentare, weil ich würde mir das dann wirklich noch mal im Detail anschauen, mir da richtig viel Zeit nehmen. Wir sind jetzt, wie gesagt, auf dem Festival, aber ich wollte mir einfach die Gelegenheit nicht entgehen lassen, das mit dir kurz zu machen, weil wenn du schon mal aus Hannover hierher kommst, dann muss man das natürlich nutzen. Also an der Stelle vielen Dank. Ihr schreibt fleißig runter in die Kommentare, denn mich würde es vorab schon mal gesagt sehr interessieren. Und dann müssen wir gucken, wo wir uns treffen und dann nehmen wir Genau. den mal im Detail auseinander. Das machen wir auf jeden Ich Fall. sage jetzt erstmal vielen Dank, Fabi. Ja, Ich vielen wünsche Dank für die dir- Einladung. Ja, sehr gerne. Noch ganz viel Spaß hier auf dem Festival. Ja. Jetzt würde ich dich mal wegschicken, weil jetzt will Genau. ich übers Fazit reden und da lasse ich mir natürlich nicht den Mund verbieten. höre nicht zu. Aber ihr könnt es euch natürlich vorstellen, ihr kennt mich auch. Ich würde das natürlich niemals machen, wenn mich das nicht beeindrucken würde. Zu meinem Fazit, ich bin ganz ehrlich, ich fange mal ein bisschen mit den negativeren Teilen an. 249 Stux, das ist schon ein Haufen Asche. Aber ich muss sagen, was mich so begeistert ist, dass halt wieder ein Mensch dahinter steckt und ihr kennt mich vielleicht, der das mit Leidenschaft entwickelt, der für sich ein Problem erkannt hat und eine Lösung schafft. Und für wen das interessant ist, ist das, glaube ich, wirklich eine Investition, die sich lohnt. Qualitativ sieht das alles mega gut aus. Mich fasziniert, wie schnell man ihn aufbauen kann. Also es hat mich echt umgehauen. Und das Ergebnis, selbstredend. Selbst der Kuchen hier, auch wenn wir vom Backen keine Ahnung haben, ich finde mega, oder? Sowas auf dem Campingplatz zu machen, hey, da bist du doch der Hero, oder? Also, ihr kennt mich auch. Ich bin eine totale Kochniete, aber mit sowas, da werde ich schon wieder so neugierig, dass ich mir überlege, was kann ich damit alles machen, wie kann ich es machen. Führt mich aber auch wieder zum nächsten Punkt. Bei mir im Fahrzeug funktioniert das natürlich auch nicht. Das müsst ihr auch bedenken. Induktion fällt bei mir hier aus. Das bedeutet, wenn ich sowas haben möchte, dann kommt für mich jetzt entweder nur die Grillfunktion zur Frage und die Feuerstelle, oder ich kümmere mich darum, noch eine richtige Gasfunktion zu finden. Summa summarum, um es kurz zu machen, mich flasht es. Ich mag sowas, ich mag diesen Erfindergeist, ich mag diesen Typ, der einfach mal sagt, ich packe das an und ich mache das, baue da mal 1,5 Jahre rum, bis ich was Cooles habe. Insofern von mir für den Fabi Daumen nach oben. Jetzt bin ich auf deine Meinung gespannt. Schreib die sehr gerne in die Kommentare. Natürlich auch, wenn du Fragen hast. Ich würde versuchen, den Fabi dazu zu kriegen, dass er uns auch noch mal hilft. Wenn die Fragen von mir nicht beantwortet werden können, schreibt auch gerne eure Meinung dazu. Vielleicht habt ihr auch noch Verbesserungsvorschläge, irgendwas. Alles damit ab in die Kommentare. Würde mich sehr freuen. Natürlich auch, wenn du ein Like hinterlassen würdest. Das ist für mich eine Motivation, da weiterzumachen. Denn ihr wisst es ja, total wild. Einfach den Kanal abonnieren. Jeder von euch ist mir herzlich willkommen. Und damit würde ich sagen, nicht mehr lang gebabbelt. Wir wollen jetzt essen. Ihr guckt weiter. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Wünsche euch, egal mit welchem Ofen ihr unterwegs seid, immer ganz, ganz tolle Touren. Das Wichtigste, ihr wisst es, kommt gesund und glücklich wieder zurück. Dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, alles Gute. Euer Markus. Ciao.